Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Runde Linux mal wieder. Heute wollen wir Linux härten. Das bedeutet, wir wollen eine sogenannte Security Sandbox benutzen und die soll dann im Endeffekt alles für uns übernehmen, was Security angeht. Wovon spreche ich eigentlich? Warum sollten wir sowas tun? Eine Security Sandbox, und das ist FireJail, also das Programm, das wir verwenden wollen, führt Programme aus in einer Sandbox. Und in dieser Sandbox kann passieren, was möchte. Ihr könnt es euch ungefähr so vorstellen wie eine virtuelle Maschine. Da drin kann passieren, was ich möchte. Also zum Beispiel kann da irgendwie ein Virus drin sein und dann kann da irgendwas Rampage gehen, aber meinem richtigen System passiert einfach nichts. Und das ist normalerweise recht aufwendig zu verwalten, wenn man jetzt irgendwie 50 verschiedene virtuelle Maschinen hat oder sonst irgendwas. Das stört dann schon auf Dauer. Und deswegen gibt es FireJail. Und FireJail macht das Ganze sozusagen einfach on the fly. Es limitiert einfach die Programme stark auf eben ein paar wenige Bereiche, wo sie drauf zugreifen können. Zum Beispiel eben hier benutzt es die Linux Namespaces und eben seccomp bpf. Das muss euch jetzt nichts sagen. Ihr könnt mir einfach vertrauen, wenn ich euch sage, mit FireJail, also nehmen wir mal an, irgendwie, ihr würdet einen Film abspielen und dieser Film würde eine Schwachstelle im VLC Media Player, den kennt wahrscheinlich jeder von euch, ausnutzen und darüber dann euer System irgendwie infizieren, weil VLC halt einfach eine Sicherheitslücke hat, die ihr noch nicht kennt oder die noch nicht bekannt ist generell. Und dann geht das ganze Ding auf euer System über und ihr habt plötzlich einen Kryptotrojaner bei euch drauf und werdet erpresst nach Lösegeld sozusagen für eure Daten. Das würde, wenn ihr FireJail benutzt, um VLC zu starten, nicht passieren. Denn dann hättet ihr eben, also wenn VLC dann infiziert werden würde, das kann man nicht verhindern, sagen wir einfach mal, also es gibt keine Schwachstelle, von der ich wüsste, aber nur mal angenommen, es gibt eine, dann würde VLC infiziert werden und das System in Anführungsstrichen würde auch infiziert werden. Da das System aber limitiert ist von FireJail, passiert im eigentlichen System gar nichts. Nur FireJail oder quasi dieses Mini-Gefängnis dann im Endeffekt, deswegen auch Jail, würde dann eben diesen Virus beinhalten. Wenn ihr das Ganze wieder beendet, dann ist der Virus einfach weg. Und das ist halt das Tolle dabei. Deswegen ist es eine schöne Art und Weise, wie man die Sicherheit auf seinem Linux-System verbessern kann. Das Ganze gibt es nicht für Windows, zumindest glaube ich noch nicht. Und ist verfügbar über firejail.wordpress.com. Das ist ein relativ simples Ding und ihr könnt es dann über SourceForge runterladen. So mussten die quasi nichts irgendwie selber hosten oder sowas. Und ja, man kann hier sich angucken. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Versionen. Ich würde euch einfach die Version 0.956, das ist die aktuelle, gerade je nachdem eben, wann ihr das Video guckt, kann es natürlich auch mal eine andere sein. Einfach die Version hier runterladen, die für euch passt. Das heißt hier entweder AMD 64, wenn ihr einen 64-Bit Rechner habt, oder dann sogar den Tarball runterladen und dann könnt ihr das einfach verwenden. Ich zeige euch gleich wie, beziehungsweise ihr findet auch die Download-Anweisung für euer Linux, also für was auch immer ihr für ein Linux habt, ob ihr jetzt ein, keine Ahnung, was komplett Komisches habt, ein Ubuntu, ein Mint, Debian, also hier hat es die Anweisung für Debian, Ubuntu und Mint, hier hat es die Anweisung für OpenSUSE, CentOS und Fedora und für Arch Linux zeige ich euch gleich, für Gentoo gibt es das hier und für Git, wenn ihr es direkt quasi über Git runterladen und installieren wollt, gibt es eben hier die Anweisung, also ist eigentlich alles da. Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch mit den Checksummen irgendwie prüfen und so weiter. Einfach hier mal durchlesen, wenn ihr das haben wollt. Und ja, dann eben hier das für euch passende runterladen. Oder wenn ihr unter Arch zum Beispiel seid, könnt ihr auch einfach sagen pacman-s FireJail. FireJail. Und das ist das Tolle daran. Also klar, ihr braucht Root-Rechte, aber die habe ich natürlich schon installiert, die Anwendung, weil ich sie auch regelmäßig benutze. Und dann könnt ihr einfach sagen FireJail, VLC zum Beispiel. Und dann wird VLC gestartet. Also der VLC Media Player wird gestartet. Das funktioniert nicht nur mit VLC logischerweise, das funktioniert auch mit Firefox, also mit einem Browser, mit allen möglichen Anwendungen, die ihr über die Kommandozeile starten könnt. Und das ist im Endeffekt jede Anwendung unter Linux ist über die Command-Line startbar. Deswegen könnt ihr einfach sagen, hey, ich benutze jetzt FireJail und führe ab sofort meine Programme damit aus. Und das ist eigentlich sehr, sehr praktisch, denn dadurch habt ihr automatisch alles in so ein bisschen in der Sandbox drin und dadurch auch mehr Sicherheit. Das funktioniert übrigens auch wunderbar für Server, das Ganze. Kann man sich auch mal überlegen, da kann es natürlich dann sein, dass eine Web-App infiziert wird und diese Web-App hat dann eben auch keinen Zugriff auf irgendwas anderes, außer eben dieses kleine Gefängnis und da kann eben nichts passieren. Das heißt, der eigentliche Server wird, selbst wenn die Web-App gestartet wird, nicht infiziert und das ist ziemlich geil. Gut.
Ja, und das war's auch eigentlich schon wieder für heute. Sehr, sehr kurzes Video, aber ich glaube, damit kann man schon einiges anfangen. Vor allem würde ich euch vielleicht noch empfehlen, hier mal kurz durchzulesen. Im Endeffekt habe ich euch alles erzählt, nur jetzt halt nicht die tiefsten Tiefen, sondern nur das Programm mal kurz vorgestellt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.